Lian ist 13 und Torhüterin beim jüdischen Sportverein Maccabi. Ihr letztes Spiel haben sie gewonnen, aber freuen können sie sich nicht. Wir hatten am Samstag ein Spiel und in der ersten Halbzeit waren wir halt zu der Straßenseite und hinterm Zaun waren ungefähr 3 bis 5 Kinder, die uns als Juden beleidigt haben, als Scheißjuden und das mehrmals. Wenn mir Lian das signalisiert hätte mitten im Spiel, dann wäre es zu der Unterbrechung gekommen, weil sowas gehört nicht auf den Sportplatz und mir sind jegliche 3 Punkte und irgendein Sieg in der Liga auch unwichtig, wenn solche Aussagen antisemitischer oder rassistischer Natur aufkommen. Ihr Team bedeutet Lian alles. Weil es zu wenige Mädchen für eine Fußballelf gibt, spielt sie bei den Jungs. Heute ist sie sogar Kapitänin. Die Beschimpfungen hat sie noch im Kopf, aber einschüchtern lässt sie sich nicht. Maccabi! 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 Maccabi ist zwar ein jüdischer Verein. Neben Lian gibt es aber nur noch einen Juden im Team. Ihr Trainer ist Christ. Michael Saber weiß, dass der Maccabi-Stern Hass auf sich ziehen kann. Dass es jetzt auch seine Spieler trifft, ist dennoch ein Schock. Der Verein ist ja ein sehr offener Verein. Das heißt ja nicht, Maccabi sind nur jüdische Mitglieder. Da ist alles dabei. Von Religion, von Herkunftsländern. Und das wollen wir den Kindern ja vermitteln. Und das sollte eigentlich im Sport auch überall so der Fall sein. Und das möchte ich auch so erreichen. Und sowas will ich eigentlich nicht nochmal erleben. Die verschiedensten Nationalitäten spielen bei Maccabi friedlich zusammen. Der Hass und die Beleidigungen treffen sie alle. Dabei zählt für sie nur eins: ihr Sport. Also du musst mutiger werden. Naja, wenn du fest auf deinen Beinen hinten auf der Linie stehst und der Stürmer läuft auf dich zu, dann wird es extrem schwierig, ja? Okay? Sehr gut. Weiter. Aber hinten, wir machen nur Fehlpässe. Ja, da müssen nicht nur ein Spieler. Sie verlieren gemeinsam, sie gewinnen gemeinsam. Das schweißt zusammen. Die Mannschaft pusht mich immer. Auch wenn sie mal sagen, nicht gut, dann will ich zum nächsten Spiel oder beim nächsten Training alle Bälle rausholen. Maccabi bedeutet für mich Familie. Ich bin da, seit ich 5 bin. Es ist Gemeinschaft, Vertrauen und einfach Freude. Wie eine Familie stärkt der Verein Lian den Rücken. Hier fühlt sie sich als Jüdin sicher und verstanden. Ohne Maccabi hätte Lian ihren Kumpel Jem nie kennengelernt. Jetzt sind sie Freunde. Oha, der war voll close. Sie ist sehr lustig. Sie ist sehr nett auch und es macht halt Spaß, mit ihr zu spielen. Noch keine. Jem ist Moslem. Auch er wurde mit der Mannschaft als Scheiß-Jude beschimpft. 10, 11, 12. Ich war auch irgendwie ein bisschen traurig, dass Kinder sowas überhaupt noch sagen und dass die überhaupt wissen, und dass mich das schockt, woher sie es halt herbekommen, diese Wörter. Und ich habe direkt gesagt, dass sie damit aufhören sollen und das nicht mehr sagen sollen. Rückendeckung von Jem. Ich fand es irgendwie sehr schön, weil auch wenn er jetzt nicht jüdisch ist, dass er es auch so empfindet wie ich. Und dass er auch zu mir gekommen ist und ja, das hat mich sehr glücklich gemacht. Jem und Lian wollen sich den Spaß am Fußball nicht verderben lassen. Und sie wissen, dass dieser Vorfall kein Einzelfall war. Noam ist 18. Auch er ist mit Maccabi aufgewachsen und liebt seinen Verein. Trotzdem will er das Trikot in diesem Park in Frankfurt nicht tragen. Weil mir schon häufiger passiert ist, dass ich nicht nur blöde Sprüche bekommen habe, sondern auch körperlich angegangen worden bin, wenn ich meine Maccabi-Sachen nach Offenen getragen habe. Und aus diesem Grund trage ich meine Maccabi-Sachen an gewissen Punkten, Orten nicht gerne öffentlich.
Parks, U-Bahn-Stationen, für ihn No-Go-Areas mitten in Frankfurt. Auch im Netz ist er nicht sicher, wird angefeindet, sobald er als Jude erkannt wird. Scheiß Jude. Ihr habt nicht aus der Geschichte gelernt. Der 11. September, das haben auch die Zionisten gemacht und alles den Moslems vorgeworfen. Den ersten antisemitischen Vorfall habe ich mit 10 Jahren erlebt. Das war bei einem Meisterschaftsspiel, ein wichtiges Spiel. Da hat der gegnerische Trainer reingerufen, bricht den scheiß Juden die Beine. Und mit steigendem Alter, also je älter wir wurden, wurde es nicht nur verbaler, beziehungsweise wurden die Sprüche nicht nur aggressiver, sondern auch es wurde handgreiflich, beziehungsweise es wurde mir auch angedroht, mich nach dem Spiel, wenn der Schiedsrichter nicht mehr da ist, auf dem Parkplatz zu verprügeln. Noam will das nicht hinnehmen. Darum macht er bei Zusammen eins mit, ein Projekt von Maccabi gegen Judenhass im Sport. Hi Noam, grüß dich. Servus. Alles gut? Hi. Ja, super, bei dir? Ja, setz dich mit was trinken. Projektleiter Luis Engelhardt ist froh, Noam dabei zu haben. Denn er ist bereit, auch öffentlich zu erzählen, was ihm passiert. Schule war gut? Anstrengend wie immer. Ja? Okay. Weil für mich nicht die Möglichkeit gibt, mich im Zimmer einzuschließen. Aus dem Grund, weil ich glaube, es wird nicht besser und wenn ich weiß, dass, ich bin schon die junge Generation, aber wenn es in weiteren Jahren weiterhin so laufen wird und wenn es mit der Zeit, und das sehen wir auch an den Zahlen, immer schlimmer wird, sollte man jetzt nicht still sein, sondern jetzt noch lauter werden und die Leute, die Gesellschaft darauf aufmerksam machen, was das Problem ist. Also wir haben super viele Anfragen momentan. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Menschen mehr sensibilisiert sind für das Problem. Ja? Also wegen Genau. Hagen, in Hamburg Ja. und so weiter, also die aktuellen Fälle vielleicht. Genau, wir haben auch allein hier in Frankfurt bei Maccabi Frankfurt super viele Vorfälle in den letzten Wochen gehabt, hast du ja auch mitbekommen. Also ob das jetzt... Viel Arbeit in den Sportvereinen für Luis und das Team von Zusammen eins. Also, keine Ahnung, es ist schon Wöchentlich so ungefähr. fast wöchentlich, genau. Heute gibt Luis Engelhardt einen Workshop. Er ist kein Jude, aber Makkabäer sein halbes Leben lang. Als Spieler, als Trainer einer Jugendmannschaft. Was er da erlebt hat, treibt ihn an. Von Vergasungssprüchen, die ich immer wieder gehört habe, über, dass ich meinen 15-jährigen Torwart auf dem Heimweg einsammeln muss mit einer blutenden Nase, weil er nach dem Spiel haben die Gegner ihm aufgelauert und ihn vermöbelt, geschlagen, dass den ins Krankenhaus begleiten muss, über Sportgerichtsverhandlungen, wo gesagt wird, Antisemitismus ist überhaupt gar kein Problem in unserer Gesellschaft und ihr spielt euch nur auf. Das heißt, dass man selbst sozusagen zum Täter gemacht wird, während man eigentlich betroffen ist von einem Vorfall und irgendwie das aufarbeiten will und Unterstützung bekommen will, dass man dann irgendwie den Vorwurf gemacht bekommt, irgendwie ihr dramatisiert, ihr macht hier einen Skandal aus etwas, wo es überhaupt keinen Skandal gibt. Ferienfußballcamp beim SC Opel Rüsselsheim. Rund 40 Kinder aus den verschiedensten Nationen und Religionen machen beim Workshop von Maccabi mit. Ein Jude oder eine Jüdin sind nicht darunter. Okay, wir kommen bitte einmal hier bei mir zusammen. Dann erstmal noch ein herzliches Hallo in die Runde von uns. Das sind Yannick und ich bin der Luis. Hi. Wir kommen von Maccabi Deutschland und zwar geht es bei uns darum, dass wir den Sport stark machen gegen Ausgrenzung, gegen Hass, gegen Gewalt. Was das alles bedeutet, darüber werden wir in dem Training ein bisschen sprechen und auch sehr, sehr gerne nach dem Training. Aber das Wichtigste ist, wir bieten ein cooles Fußballtraining an. Bisschen Tempo anziehen, Tempo anziehen. Dribbeln, Ballgefühl, Pässe spielen. Und dann geht es plötzlich um ganz andere Qualitäten auf dem Platz. Hier zu mir. Okay? Zwischen der roten Pylone hier und der grünen Pylone dort haben wir durchgehend eine dicke weiße Linie. Und das ist unser Meinungsbarometer. Dribbeln, auf Kommando ums Hütchen dribbeln. Und während ihr das macht, sage ich euch Sätze und Aussagen und ihr müsst euch dazu positionieren. Stimme ich zu, stimme ich nicht zu, okay? Ums Hütchen dribbeln. Die Aussage lautet, ich fühle mich selbst manchmal diskriminiert.
Okay, also ihr merkt schon mal, es ist relativ weit verteilt. Wir haben wirklich ganz unterschiedliche Ansichten und ganz unterschiedliche Perspektiven, okay? Es gibt kein richtig oder falsch. Wie magst du sagen? Ich werde oft auf dem Feld diskriminiert wegen meinen schwarzen Haaren. Und also dann lassen die mich auf den Boden, faulen mich extra, schlagen mich und ja. Wie reagierst du dann, wenn sowas passiert auf dem Feld? Also einmal hab ich zurückgetreten, aber das bereue ich bis heute. Warum? Weil ich dann aus dem Feld geworfen wurde und der andere, der mich als erst geschlagen hat, der wurde nicht aus dem Feld geworfen, nur ich. Und darum bereue ich es. Also, und gerade wenn es mir passiert, dann ignoriere ich es einfach. Also ich halte mich momentan sehr, sehr viel aus Sachen raus, okay, damit ich nicht so viel beleidigt werde und einfach Probleme oder sowas in die Schule bekomme. Habe ich auch keine Lust drauf. Die Strategie ist zu ignorieren auf dem Platz, bringt uns nichts. Also damit wird sich die Schraube immer nur weiter reindrehen und das ist etwas, wo wir eigentlich ansetzen müssen. Also das heißt, da können wir noch mal nachher drauf eingehen und sagen, hier wollen wir ein bisschen was verändern. Ihr müsst es nicht ignorieren. Okay, also nochmal, wir kommen hier schön eng zusammen. Den Mund aufmachen, wenn jemand auf dem Platz diskriminiert wird. Egal ob Moslem, Christ oder Jude. Wie kann Louis sie dazu ermutigen? Er schafft eine erste Begegnung. Hier geht es primär darum, dass man sich mal mit Themenbereichen aus der Themenwelt jüdisches Leben auseinandersetzt. Und der Clou ist so ein bisschen, dass wir ja alle 3 Weltreligionen haben, die auch in Deutschland stark vertreten sind. Und dass man dann mal auch Dimensionen erfährt. Ich glaube, das Christentum ist zum Beispiel sehr, sehr bekannt in Deutschland, weil das ja wirklich die am weitesten verbreitete Religion ist. Und unser Ziel ist es ein kleines bisschen auch, Anhaltspunkte zum Judentum zu vermitteln, weil da viele Menschen überhaupt keine jüdischen Freunde haben oder keine jüdische Familie oder keine jüdischen Arbeitskollegen zum Beispiel. Du kennst keinen Juden? Okay, du auch nicht. Und wer kriegt's noch zusammen? Wie groß ist die jüdische Gemeinde in Deutschland? Wie viele Menschen? 100.000 ungefähr. Genau, richtig. Wie viele Menschen gehören der christlichen Kirche an? Ilias? 44 Millionen ungefähr. Wie kann aus eigenen Erfahrungen Empathie für andere wachsen? Deswegen sind wir als Projekt von Maccabi auch unterwegs, um immer auch zu vermitteln, dass die Diskriminierung jüdischer Menschen oder der Hass auf jüdische Menschen, dass der ein riesengroßes Problem bei uns im Land ist und auch bei uns im Sport. Mit der Einstellung, mit der ihr heute hier teilgenommen habt, bin ich mir sicher, dass es da keine Probleme geben wird. Aber was wichtig ist, was ihr mitnehmen könnt, ist, dass wenn ihr irgendwann mal mitbekommt, dass irgendjemand diskriminiert, angefeindet oder ausgeschlossen und ausgegrenzt wird, dass ihr einschreitet, dass ihr auch was sagt, dass ihr euch für die Person stark macht, auch wenn ihr vielleicht selbst nicht betroffen seid. Was mich halt schockiert hat, dass es so wenige Juden in Deutschland gibt. Es gab vieles, wo man nachdenken musste, vieles also mit Technik und vieles halt, was man auch im Leben brauchen kann. Was kann man denn im Leben brauchen? Halt, dass man nicht, wenn zum Beispiel ein Mensch dich beleidigt, rassistisch oder, keine Ahnung, deine Herkunft beleidigt, dass man nicht direkt ausrasten sollte, sondern ihm sagen sollte, zum Beispiel, was er gesagt hat und dass er es zurücksehen soll. Eine Stunde Workshop, dann gehen die Kids wieder zurück in ihr gewohntes Umfeld. Pessimisten würden immer sagen, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber auch ein einzelner Tropfen kann eine ganze Menge schon mal bewegen und vor allem soll es bei dem Tropfen nicht bleiben. Und der stete Tropfen, der höhlt auch übrigens den Stein. Eine Studie zeigt, 40% der Maccabi-Mitglieder haben bereits Judenhass erlebt. Beim Fußball sind es sogar 70%. Laut Maccabi gehen die meisten Angriffe und Anfeindungen von sportlichen Gegnern und deren Fans mit muslimischem Hintergrund aus. Das haben auch die Tennisspieler des Vereins erlebt. Servus Bennett, servus John. Bei einem Match am Wochenende sollen sie mit einem Messer bedroht worden sein. Alon Meyer, der Präsident von Maccabi Deutschland, ist auf dem Weg zu ihnen. Ja. Das sind die Jungs, die dabei wären, die im Prinzip
Die Spieler sind noch so betroffen, dass sie vor der Kamera nicht erzählen können, was geschah. Hast du eigentlich mitbekommen, was passiert ist beim Training? Hast du nicht mitbekommen? Nein, du hast gar nicht mitbekommen. Was passiert? Die erste Mannschaft hat dort gespielt. Es gab Aufstiegsrelegation in Höchst. Und der Trainer von denen macht sehr viel Stress, sehr laut, sehr aggressiv, hat eigentlich überhaupt auf dem Platz gar nichts zu suchen, hat sich trotzdem auf die Trainerbank gesetzt. Und dann gibt es eine Regenpause. Und dann laufen Spieler, Trainer, alle laufen dann zur Vereinsgaststätte. In der Vereinsgaststätte wird er wieder laut, aggressiv. Dann gehen unsere 2 Spieler zu ihm und wollen ihn ein bisschen beruhigen. Und weißt du, was er macht? Zuckt ein Messer, ein Klappmesser. Der ist hintenrum abgehauen, komplett hat das Gelände verlassen, anderen drum und dran. Wahnsinn. Unsere Spieler natürlich sofort eingepackt, nach Hause gegangen, keinen Spielbericht genommen. Und was macht der gegnerische Verein? Hat nichts Besseres zu tun, als den Sieg zu deklarieren, weil wir weggegangen sind. Im Internet steht, die haben gewonnen. Wahnsinn. Ben Schüler jobbt in der Tennishalle. Seine Familie ist auch mit Maccabi verbunden. Er spielt sonst Fußball. Diese Konstellation ist einfach nicht schön. Also im Fußball kann ich ja nur reden, ist es Normalität und so. Ich finde es halt selber sehr, sehr schade. Aber ich habe es noch nie beim Einzelsport mitbekommen. Noch nie. Ich merke auch immer wieder, rufen die mich Leute auch aus dem Verein an. Nein, und wir müssen was dagegen tun. Und komm, lass uns treffen. Und ich glaube, die... in der Unterzahl. Ja. Bei so Vereinen sind die alle in der Unterzahl. Und dann kannst du dich nicht durchsetzen. Alleine gegen 7 andere, die das anders sehen. Was willst du da machen? Alon Meyer wird versuchen, mit dem anderen Verein und dem Trainer zu sprechen. Er setzt immer wieder auf Dialog. In diesem krassen Fall wird er aber auch den Tennisverband einschalten. 4 Wochen später. Jetzt gehen die Tennisspieler Tobias Schnabel und John Schaffner doch vor die Kamera. Bis vor kurzem hatten sie noch gehofft, dass es eine echte Aufarbeitung gibt. Schließlich soll der gegnerische Trainer ein Messer gezückt haben. Die einzige Entschuldigung, die gekommen ist, sind für diese antisemitischen Posts, die ja der auf seiner Facebook-Kanal hatte, die er inzwischen auch runtergenommen hat. Dafür hat er sich entschuldigt, auch der Verein, aber darüber hinaus wurde ja weder die Bereitschaft erklärt, sich damit überhaupt nur auseinandersetzen zu wollen, noch ist das dementsprechend dann auch passiert und das ist einfach enttäuschend jetzt 1 Monat danach. Ja. Und das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist in der Tat so. Das ist ja bei sehr vielen Verbänden, Vereinen, bei sehr viel sogar auch Tätern dann der Fall, dass sie sich nach außen natürlich dann sagen, nein, wir sind nicht antisemitisch, wir sind nicht rassistisch, wir sind nicht gegen irgendwelche Minderheiten. Aber wenn es dann punktuell dann heißt, es, Moment, in dem ganz konkreten Fall, wie gehen Sie dann damit um? Dann wissen Sie erstens gar nicht weiter, wollen sich damit gar nicht beschäftigen, wollen das im Endeffekt leugnen oder decken das ja. Mit ihrem Handeln wird die Tat ja nur gedeckt. Die Vorwürfe sind für den anderen Verein nicht bewiesen. Dem Trainer haben sie aber fristgerecht gekündigt. Der zuständige Tennisverband unternimmt nichts. Ein Maccabi-Spieler hat Strafanzeige erstattet. Wegen des antisemitischen Hintergrundes ermittelt der Staatsschutz. Scheiß Jude. So wurde Lian Ehrlich beschimpft. Die 13-jährige Torhüterin beschäftigt der Vorfall immer noch. Ihre Mutter Barbara Beschitzky-Ehrlich ist für sie da. Lian besucht eine jüdische Schule. Da geht es gerade um das Mittelalter. Er arbeitet anhand der Quellen, warum Juden verfolgt wurden. Beschreibe und werte das Verhalten der geistlichen und weltlichen Herrschaft. Manchmal mussten Juden einen spitzen Hut, den Judenhut, tragen. Wie sieht er aus? Ja, da ist, glaube ich, dann so ein Bild auch davon. Der ist so spitz. Also wie so von einer Hexe. Als die dann auf euch geschimpft haben, ihr habt keine Spitzenhüte und habt keine Davidsterne und keiner sieht euch an. Ihr habt die Maccabi-Sterne halt. Also das war schon krass. Wir haben erstmal nur gerufen, ihr Makkabäer, dann haben wir uns halt beschimpft als Juden. Und das halt mehrmals. Und also da wird man auch aggressiv. Und ich fand es einfach nur traurig, weil dieses Kind war irgendwie 5 bis 8 Jahre alt. Und die hören das nur von zu Hause oder irgendwo mal aufgeschnappt und haben noch nicht mal eine Ahnung, was es bedeutet. Also interessanterweise macht es ja die Kinder gar nicht so ängstlich wie uns Eltern. Wir Eltern sagen dann eher so,
Ob sie die Maccabi-Jacke noch in der U-Bahn tragen sollte, wissen wir nicht. Die kommen eher wütend und sagen, stell dir vor, was passiert ist. Das hat dann auch ein bisschen was von einer aufregenden Geschichte, ja. Aber so als Mutter sitzt man da oder steht man davor und kriegt auch Angst. Und denkt, also es ist einfach, das ist ja kein Spiel, es ist auch kein Spaß. Sie kennt das alles schon von ihrem Sohn. Diese Jungs wurden erkannt als Maccabi-Spieler von einer Gruppe anderer Jungs und dann angepöbelt wurden mit Sätzen wie, man hat wohl vergessen, euch zu vergasen. Im Schwimmbad, nur weil sie mitbekommen haben, dass das Maccabi-Spieler sind. Ich bin eigentlich überhaupt kein pessimistischer Mensch. Aber da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, dass das in nächster Zeit sehr viel besser wird. Glaubt Lian, dass sie durch ihren Sport daran etwas ändern kann? Also vielleicht ich jetzt nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich Nationaltorhüterin werde, vielleicht. Aber ich glaube, die Chancen liegen nicht so hoch. Aber ich denke schon, dass die Sportler, die man auch wirklich kennt, zum Beispiel jetzt Manuel Neuer, hatte diese LGBTQ-Kapitänsbinde an und jeder hat direkt drüber geredet. Ich finde, man kann schon was bewirken und ich werde natürlich alles versuchen, um zu verhindern, dass noch weiter so schlimme Sachen passieren. Hier in Duisburg muss sie sich darüber keine Sorgen machen. Beim Maccabi-Großlehrgang sind Jüdinnen und Juden unter sich. Sportlich geht es um viel, nämlich wer in der jüdischen Auswahl spielen und Deutschland bei der Maccabia vertreten darf. Lian ist auch hier in ihrem Team das einzige Mädchen. Ich bin schon gewohnt, auch wenn die sagen, Jungs, kommt her, ich bin es gewohnt, seit ich 5 bin. Und ja, ich finde es nicht schlecht, das ist cool. Exakt, wunderbar. Sie weiß, was sie kann. Die Maccabia ist das Sportereignis. 10.000 jüdische Sportlerinnen und Sportler aus 80 Ländern werden in Israel dabei sein. Lian möchte unbedingt mit. Es gibt ja nicht sehr viele jüdische Menschen auf der Welt und dass so viele zusammenkommen und es eines der größten Sportveranstaltungen der Welt ist, finde ich, ich finde es einfach sehr krass und es würde mich sehr freuen, wenn ich dabei bin. Wow. Ich sehe sie jetzt auch zum ersten Mal live wirklich und in Farbe. Und ich bin schon begeistert. Es macht Spaß, ihr zuzugucken und man erkennt ihr Talent. Weil jetzt wollen wir ein bisschen arbeiten, jetzt wollen wir ein bisschen fokussiert an die Sache rangehen. Und jetzt hat Nervosität nicht mehr den Platz, dass er über allem überwiegt. Jetzt muss die Freude überwiegen, okay? Und die Nervosität müssen wir versuchen, ein bisschen runterzuschrauben. Einfache Übung. Für Trainer Ariel Leibovici geht es um mehr. Unbeschwert Sport treiben. Der Lehrgang bietet den geschützten Raum. Auch Ari hat schon viel erlebt. Fängt man an, wo hört man auf? Es fing damals an, dass wir beim Auswärtsspiel angekommen sind und die Umkleidekabine bekommen haben und auf dem Schlüsselbund ein Hakenkreuz reingeschnitzt wurde und uns so in die Hand gedrückt wurde. Da konntest du schon wissen, was erwartet dich die nächsten 90 Minuten. Blanker Hass. Den Hass einmal vergessen. Jüdinnen und Juden unter sich. Fast. Ich bin Moslem, islamischen Glaubens. Ich empfinde das als etwas extrem Besonderes, als Moslem eine jüdische Mannschaft trainieren zu dürfen. Ist sicherlich etwas, was ich denjenigen, die mir dieses Vertrauen gegeben haben, auch sehr hoch anrechne. Hakan Tekin trainiert nicht nur eine jüdische Mannschaft, sondern die jüdische Nationalmannschaft Deutschlands. Ich glaube, das geht. Wenn man aufeinander zugeht, dann geht alles im Leben. Okay, Jungs, gut zuhören. Ihr habt die Aufgabe, Tore zu schießen. Ich werde immer wieder rumgehen und die Farben ändern. Seit 20 Jahren ist Hakan Teil der Maccabi-Familie. Er kam als Spieler, war lange Jugendtrainer und trainiert jetzt die Herren.
Ich wurde auch selber schon als scheiß Jude bezeichnet, wo ich dann selber gesagt habe, bin ich gar nicht, ich bin Moslem, aber trotzdem nicht gut, was du da sagst. Ne? Aber ja, das bleibt leider nicht aus. Was mich eher erschreckt, ist, dass es im Jugendbereich sehr stark ausgeprägt ist. Also im Seniorenbereich gar nicht so, da passiert auch hin und wieder was. Aber im Jugendbereich ist es sehr ausgeprägt und das macht mir ein bisschen Angst, ja, weil wir reden hier über unsere Zukunft. Ja? Kinder im Alter von 10, 12, 13, 14, 15. Das sind die Menschen, die in 10, 15 Jahren unsere Gesellschaft im Endeffekt bilden. Ja? Und da muss entschieden dagegen getreten werden. Hier beim Lehrgang will er die Besten für die Mannschaft finden. Was sagt ihr? Der Keiner bietet sich an. Jawohl. Bisher ist das jüdische Fußballteam aus Deutschland bei der Maccabian nicht über die Vorrunde hinausgekommen. Das soll sich mit Hakan jetzt ändern. Männer, gute Einheit. Gute Einheit, danke. Die Chemie zwischen den Spielern und ihrem neuen Trainer stimmt schon mal. Falls wir uns nicht mehr sehen, gute Heimreise, wir bleiben in Kontakt. Okay? Danke, dass du da warst. Wir bleiben in Kontakt. Ja, super Einheit. Hallo. Nach dem Training tauscht er die Maccabi-Mütze gegen die Baseballkappe. Alles gut? Alles gut? Habt ihr schon bestellt, ja? Ja. Sehr gut. Er ist mit seinen Neffen Sertak und Mert verabredet zum Fußballgucken. Beide kennen Maccabi. Sertak hat sogar ein Jahr selbst bei Maccabi Fußball gespielt. Du warst ja als Spieler da. Wie massiv die Anfeindungen sind, die Hakan mit Maccabi erlebt, hat er den beiden noch nicht erzählt. Aber jetzt ist es absolut nachvollziehbar, dass die jüdische Gemeinde oder dass Menschen mit jüdischem Hintergrund eine gewisse Angst verspüren. Ja, und ich glaube, dieses Feingefühl, diese Empathie bekommt man mehr, wenn man einfach mehr mit diesen Menschen in Kontakt tritt, wenn man mehr das einfach mitbekommt, wie die es empfinden. Also Beispiel, der Junge kam aus Berlin und da wurde am Spielfeld, neben dem Spielfeld dran, wurde der Hitlergruß gezeigt und wurde Juden vergasen und sowas gesagt. Ne? Und der war 13, 14. Und wenn dein Kind sowas erlebt, dann, also ich möchte nicht, dass mein Kind so etwas erlebt. Das ist schon komisch, wenn man das jetzt aus der Perspektive hört von jemandem, der eher über mehrere Jahre auch was damit zu tun hat. Und dann ist, glaube ich, die Angst schon eher begründet. Also geht mir ebenso. Also es grenzt schon an meiner Vorstellungskraft, dass es wirklich sowas gibt, dass man das wirklich bei Kindern noch abziehen kann. Hakan will jetzt öfter auch seiner Familie und seinen Freunden erzählen, was er und die anderen Makkabäer an Beschimpfungen erleben. Lian Ehrlich ist eingeladen beim Talente-Camp des Hessischen Fußballverbandes. Hier muss sie sich heute ausnahmsweise nur gegen Mädchen behaupten. Es sind die besten Torhüterinnen ihres Jahrgangs. Ein erster Schritt, damit ihr großer Traum, Profifußballerin zu werden, wahr wird. Kopf trotzdem hochnehmen. Lian ist konzentriert, versucht keinen Fehler zu machen. Jawohl. Und gleich weiter, komm. Ihr habt genug Pause zwischendurch. Okay. Erster Weg ist vorwärts, damit das hinten mit rauskommt. Ist nicht schlimm. Fang noch mal von vorne an. Kein Problem. Alles hier, sehr gut. Fuß auf Flankenarbeit. Okay. Ist nicht schlimm. Durchlaufen. Genau. Sind ja wieder Tor. Du ärgerst dich ganz schön über dich, oder? Manchmal. Ja, ich bin immer sehr genervt, wenn ich was nicht hinkriege. Jawohl. Ball halten, sichern. Guck den Ball an, jawohl. Und dann übt sie, bis sie es kann. Sie hat ihr Ziel immer vor Augen. Auf jeden Fall versuchen, in die Bundesliga zu kommen. Oder höher. Ja, alles gut. Und gleich. Natürlich in die Nationalmannschaft. Das wäre am besten. Auf jeden Fall hier mega weit kommen. Jetzt hat der Deutsche Fußballbund sie zu einem Lehrgang eingeladen. Ob sie hält oder nicht, sie weiß ihre Maccabi-Familie immer hinter sich.